Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alrighty dann Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und wir werden heute kurz mal besprechen, was ich so für Erwartungen habe an EU6 als Server allgemein. Vorher aber kurz zu EU5, denn EU6 ist klar, gibt es alle Server zum Serverstart und ist super geil. Aber die Event-Kombination, die wir jetzt haben, auch auf den normalen Servern, die ist nicht uninteressant. Glorious Gold Event heißt heute, ne, bis 14 Uhr Alu spielen, dann Stadtwache reinballern, muss ich auf jeden Fall auch machen. Ich werde höchstwahrscheinlich meine Alu gleich komplett durchspielen, also es ist gerade 0:30 Uhr, dann Stadtwache machen bis 13 Uhr oder so und dann 14 Uhr rum meine neue Stadtwache reinballern. Widget Dance ist auf EU5 nicht ganz so interessant, aber auf allen Servern, wo ihr natürlich alle Rollen schon habt, sehr gut wegen zusätzlichen Gold, was ihr kriegen könnt. Natürlich kann man auch Glück haben auf EU5. Ein paar Items habe ich ja rein. Ich hoffe, dass so ein Extra zum Beispiel, ne, wenn Extras kommen würde, wäre das sehr fett. Da würde ich einiges an Gold machen. By the way, die Zauberrollen auf EU5, ja. Also, die sind noch sehr überschaubar. Das waren die ersten beiden. Die kamen als letztes. Das ist nicht die allerschlechteste von denen. Also die beiden sind eigentlich für Pilzer schlechter und das Amulett wäre noch schlechter. Aber die Top 5, was man haben möchte eigentlich als Spieler auf EU5, also mehr XP, mehr Gold, eine Alu, also ein Bier extra pro Tag und erhöhten Schaden plus Erstschlaggarantie, ne? Die lassen noch auf sich warten. Es ist echt krass, dass es auf dem Server wirklich verhältnismäßig schlecht läuft. Tier-Event ganz wichtig. Ich bin ja bei den Pets nicht optimal hinterher. Also habe ja auf Light leider nicht die Route geschafft, die ich machen wollte. Bei Schatten bin ich auch ausgewichen auf Flederradats anstelle Rosa links. Das ist okay. Bei Erde sieht es ganz okay aus, außer dass ich auch, glaube die Bob sehr spät erst bekommen habe. Bei Feuer bin ich grob auf Kurs, aber bei Wasser sieht es ganz schlecht aus. Da habe ich in den letzten 2 Tagen nur eine Wasserfrucht bekommen in den Quests und auch im Glücksrad. Und ja, heute war Wasser-Event, da konnte ich ein bisschen was aufholen. Aber ja, Ewigrim, ich muss ja noch auf Fluch spielen und also das wird sehr anstrengend. Ich hoffe auf mehr Früchte, dass ich die Pets eben auch besser trainieren kann, damit ich vielleicht noch Habitate schlagen kann und weitere mehr Früchte bekomme, um ein bisschen aufzuholen. Das wäre mein Ziel, ist aber trotzdem sehr geil für die Spieler auf EU5 natürlich speziell, auch um da ordentlich Progress zu machen. Ja, und Seelen-Event ist auch ganz interessant. Ich bin im Moment bei Heart of Darkness 12. Soul Extractor 12 ist gar nicht so schlecht, ne? Kriegt man ordentlich Seelen in den Quest. Gladiator-Trainer hätte ich jetzt schon auf 12 starten können. Tatsächlich habe ich mich jetzt für die Goldgrube entschieden. Ich will über die Seelen, die ich bekomme, wenigstens Heart of Darkness und Soul Extractor auf 13 skippen. Und ja, dadurch mehr Seelen noch vielleicht in den Quest bekommen, um mehr Seelen aufzufarmen. Und Gladiator-Trainer würde ich dann nachziehen. Das ist zumindest mein grober Plan. Ich denke, ganz unscheinbar ist es nicht. Und ja, zwischendurch habe ich meinen Keeper ein bisschen geupgradet, um halt auch mal Leute mit höheren Level anzugreifen. Ich habe das jetzt nicht ganz so krass fokussiert. Ich bin auch erst bei 70 in der Ära. Also ich habe das jetzt sehr spät erst gemacht. Das hätte ich schon eine Woche eher gefühlt machen sollen. Aber ich ziehe es jetzt immerhin nach und hole mir auch da ein bisschen mehr Seelen rein. Aber das Seelen-Event haut halt echt am krassesten rein. Die Seelen, die man bekommt in den Quests oder halt auch über den Hütchenspieler, über das Glücksrad, das ist echt krass, ja. Hütchenspieler machen wir auch gleich noch, aber vorher nochmal zu EU6. Ja, auf EU6 spiele ich ja Lure Whistle. Mein Projekt habe ich angekündigt. Ich werde also den Dämonenjäger nicht skillen. Ja, ich werde nur Glück skillen, also die anderen Werte skill ich nicht. Dann versuche ich relativ ein gutes Level zu erreichen und werde dann eben auch nackt in der Unterwelt sein, so wie auf EU2. Hat mir damals sehr viel Spaß gemacht und ein paar Monate lang wurde ich ja auch immer wieder genutzt für die Unterwelt. Und ja, was habe ich für Erwartungen an EU6 oder allgemein? Der Fakt ist, warum ich das Projekt halt auch spiele, ich bin in der, ab dem, sag ich mal, 7. oder 8. September im Urlaub für 10 Tage. Das heißt, ich werde bis zu dem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich EU6 spielen. Also zwecks EU6 habe ich auch eine Gilde gefunden, das Königreich, eine deutschsprachige Gilde mit 320 Alu, Starterpack
Und darüber hinaus relativ frei in der Verfügung. Bin jetzt auch schon dort im Discord drin. Da sind auch ein paar Spieler, die nach langer Zeit wieder spielen wollen. Das ist also eine Gilde, ich könnte mir vorstellen, die ist sehr ambitioniert. Eine Gilde, die auf dem Server langfristig eine Rolle spielen kann. Ja, auch wenn ich nur in den ersten Wochen natürlich dabei bin, werde ich die bestmöglich unterstützen. Ne? Also Ausbauten ist klar, wird alles gepusht, so wie es sein muss, vielleicht auch darüber hinaus ein bisschen mehr. Und je nachdem, wie weit man auch im Level kommt, würde ich mich natürlich auch bereit erklären, Raids zu finanzieren, wenn jetzt keine, sag ich mal, Hardcore-Schrummer dabei sind. Ne? Das muss ja auch nicht zwingend sein. Darüber hinaus eine Gilde, die definitiv sicherlich auch interessant ist Heroes Voice, eine internationale Gilde, die der Zombie auch wieder so ein bisschen mit betreut. Soll wohl auf jeden Fall Pay-to-Win-Basis sein, aber nicht ganz so krass wie Order 66. Dennoch ist es im Moment von den Gilden, die ich im Discord sehen kann, die Gilde, von der ich ausgehen würde, ohne dass ich die Spieler kenne. Aber allein, wenn man Zombie kennt und die Anforderungen kennt, die höchstwahrscheinlich eine Top-Platzierung auf dem Server einnehmen kann. Von diesen ganzen Gilden, die ich, wie gesagt, im Discord gelesen habe, klingt die mit am stärksten neben Öre Nöre. Öres Nöre ist auch eine Gilde, die, ich sag mal, auch schon vor einigen Tagen voll ist. Die wurde schon lange geplant, schon vor dem EU5-Start, glaube ich, gab es das schon zu EU6 und die ist auch mega ambitioniert. Bei der gehe ich davon aus, dass die auch in den Top 3 Bereichen mitspielen kann, zumindest von den Informationen, die ich derzeit kenne. Dann gibt es noch Gilden, die interessant klingen, wie zum Beispiel Bloody Paradise, soll wohl eine Free-to-Play oder Eco-Gilde sein. Auch die Heldenschmiede Free-to-Play hat sich angekündigt. Heldenschmiede ist auch eigentlich auch ein Name, den man auch auf früheren Servern oft gelesen hat, wo man immer denkt, ja, das könnte was werden. Es gibt noch internationale Mix gegen Blue Lock zum Beispiel, aber da habe ich jetzt gar keine Antworten gesehen und laut Discord sind da nicht viele Leute drin. Das kann sich jetzt alles in den nächsten Stunden auch noch ändern, das ist vollkommen klar. Dann gibt es eine French Guild, Solidarity Ghost. Könnte natürlich auch ambitioniert sein und die ein oder andere Gilde, die sich vielleicht auf dem Server auch entwickelt, die nicht im Discord drinstehen. Trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, dass der Server natürlich nicht so stark sein wird wie EU5 im Verhältnis. Wäre auch ganz normal, weil ja die 5er und die 0er Server in der Regel die gehyptesten Server sind. Und gerade die auf EU5 viel Geld investiert haben, werden jetzt vielleicht nicht so gleich wieder auf EU6 reinhauen. Immerhin ist es ja nur 6 Wochen her. Aber interessant ist natürlich auch das Summer Collective Fun Event, wenn man dort schon teilnehmen kann zum Serverstart. Das gab es, glaube ich, noch gar nicht. Wie sehr sich das vielleicht sogar positiv auswirken kann. Und ansonsten, kann es immer noch sein, dass die Dynamik des Servers sich dann auch ergibt. Ich werde mir den Server definitiv auch angucken. Würde jetzt aber sagen, rein vom Gefühl her, von dem, was ich eben vorher jetzt weiß, dass ich auch davon ausgehen könnte, dass er vielleicht nicht so stark sein wird wie EU4. Also das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck, aber wir werden uns das vielleicht, wie gesagt, auch nochmal genauer angucken und da würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal rein in den Hütchenspieler. Ja, hier, ne, das wäre fett. Also by the way, zur Festung bei mir auf EU5 auch nochmal, sei gesagt, ich habe mittlerweile auch die Ressourcen, um Rathaus auf 18 zu machen. Jetzt erstmal im Sammler hoch, damit mein neuer Festungspartner Black Lotus auch mehr bekommt an Ressourcen. Ich kriege relativ viel von ihm, das ist echt krass. Und also bin jetzt eigentlich schon wieder voll. Also mit dem, was ich hier drin habe, kann ich schon Festung auf 18 machen. Also ich könnte hier gerade im Moment echt skippen. Aber ein paar Tage lasse ich mir dazu Zeit. So, und dadurch, dass ein morgen Seelen-Event ist, würde ich jetzt auch gar nicht so doll auf Seelen gehen wollen, sondern nehmen wir mal wirklich einfach diese Ressourcen. Ja, das ist doch ganz moderater Start. Damit kann man okay, krass. Das ist natürlich recht. Oh la. Schöne Sache, Harry. Würde ich auch mehr nehmen, aber ich brauche auch Holz, ne? Also Steine. Oh, 100% Quote, was ist denn das? Wird das ein perfekter Matchplan? Hattet ihr schon mal 10 von 10 immer Gewinne?
Ich hatte es einmal und wollte es auch aufnehmen, aber die Aufnahme ist dann leider, also 2 Gewinne habe ich nicht dabei gehabt, weil ich die zwischendurch auf dem Handy gespielt habe und das hat mich geärgert. Deshalb habe ich das Thema nicht auf YouTube gezeigt, aber vielleicht wird es ja jetzt live mit euch. Oh lalala, ich schau schon, was ist denn hier los? Ja, 4 von 10. Ja, perfekt, einmal sogar ein Vierer. Oh, übrigens, ne, ich würde es feiern, wenn Jackson Fidget mal ein Full House hier einfügt. Das heißt, wenn man jetzt 3-mal Holz hier hat, zum Beispiel, ne, und 2-mal Kristalle, dass man auch die Kristalle bekommt im Wert von 3. Oder andersrum, wenn man eben 3 Kristalle hat, dass man dann auch die Hölzer im Wert von 3 bekommt. So ein Full House wäre richtig fett, weil dann könnte man nämlich beides speichern und einfach nur hoffen, dass wir entweder oder kriegen. Jetzt hoffen wir natürlich auf 3 Hölzer. Kristalle könnte man eigentlich auch nehmen, aber da habe ich noch genügend. Da wären übrigens Metalle besser. Ich würde lieber gerne Metalle suchen im Moment als Kristalle. Ja, auch da habe ich schon mal Update-Ideen gebracht. Warum kann man denn den Würfel nicht einfach mehr Möglichkeiten zu gewinnen geben und das halt wechseln? Zum Beispiel Metalle oder vielleicht auch andere Ressourcen, die man jetzt mehr bräuchte, wie Früchte. Ah ja, gut. Gibt es leider nicht. Hoffentlich gibt es mal. Jetzt wollen wir weitergehen. Vielleicht habe ich zu lange geredet und ja, ich habe zu lange geredet, den Hütchenspieler leider dadurch aus dem Flow gebracht. Vielleicht hätte ich auf Kristalle gehen sollen. Ja, das ist es. Kristalle wäre der Way to go gewesen. Ja, ihr seht's. Also, da habe ich selber nun Schuld. Jetzt, ja, Sanduhren sind keine Kristalle. Na, nee. Also hinten raus wurde es jetzt doch schlecht, aber hey, was soll's. Ich glaube, wir haben 7-mal gewonnen von 10. Das ist ein sehr erfolgreicher Tag. Und damit, ja, entlasse ich euch auch bald schon ins grobe Wochenende. Das Wetter soll sehr stürmisch sein. Lasst euch nicht wegwehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein. Macht das. Tschüss. Und Servus, euer Basti.